Maybe something like with holidays, what you're doing holidays, beach fun, Yes. or skiing. Steine. Wahrscheinlich noch mehr Steine. Da sind halt die Steine drin. Genau 1000. Und dann legst du da auf die kleine Waage. Hier unsere Lampe. Ja, Fehler. Ja, jetzt sind es 1000 da. Du musst Jetzt sind 1000. 1000, so. Willkommen zum CDT 2012. Are we going to set up 200,000 dominoes? Yes! Okay, können wir heute die 100.000 packen? Ja! Ja! Can we finish to set up 200,000 dominoes? Yeah! Nice. Clowns Wall.
Event anfangen können, möchte ich erstmal ein paar Sicherheitsregeln bekannt geben. Aus Sicherheitsgründen wollen wir nicht, dass Sie herumrennen, über die Barrikaden gehen oder springen, das dürfte klar sein. Bitte alle losen Gegenstände, die irgendwie rollen könnten, fest in den Taschen halten. Und bis auf unsere Kameraden von der Presse bitten wir Sie alle, keine Kameras zu benutzen. Das Event wird später auf YouTube zu sehen sein, da diese Störgeräusche verursachen könnten. Und bitte schalten Sie alle Ihre Handys auf lautlos oder aus. Vielen Dank. Was soll das denn heißen, Sie können nicht kommen? Ja, ohne Sie können wir die Show nicht anfangen. Was soll das denn ohne Special Guest werden? Ja, was? Ja, und. Und Sie können sicher nicht kommen. Verdammt. Ja, dann fangen wir jetzt halt ohne Sie an. So, also erstmal tut uns das ganz schrecklich leid, dass wir jetzt etwas später anfangen konnten. Man konnte ja schon sehen, es gab einige Komplikationen mit unserem Special Guest. Und ja, deswegen können wir leider erst jetzt anfangen. Trotzdem herzlich willkommen zum 5. Cologne Domino Toppling 200.000 Dominos. Vielen Dank. So, und da bin ich auch leicht verspätet. Ja, ich hatte ein etwas das Telefonat noch zu führen. Ich heiße Sie auch nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem Event. Und ich möchte noch dazu sagen, unser Team wurde 2007 gegründet und 2008 hatten wir unser erstes Event. Das heißt, wir feiern dieses Jahr tatsächlich schon unser 5-jähriges Jubiläum. Und deshalb haben wir natürlich die Erwartung, dass es dieses Jahr ganz besonders schön wird, dass wir eine ganz besonders tolle Show auf die Beine gestellt kriegen. Um nochmal Ihnen allen zu zeigen, was die letzten Jahre so passiert ist hier, wie wir uns als Team eigentlich befunden haben, wie die letzten Events waren und um Ihnen von all dem nochmal einen Eindruck zu vermitteln, haben wir noch einen kurzen Film geschnitten. Das ist ein Rückblick auf die letzten Jahre und als kleine Einstimmung auf den Domino Falldown hier gleich zeigen wir jetzt. Und da sage ich nur, Film ab.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Wie wir gerade schon gesehen haben, spielt ja jedes Jahr auch die Challenge eine große Rolle. Eine Lücke, die noch, also im weitesten Sinne eine Lücke, die noch gefüllt werden muss, während die Steine schon fallen. Und was das in unserem Fall dieses Jahr ist, das erklärt Ihnen mein Kollege Simon. Genau. Niklas hat es gerade schon gesagt, die Challenge ist eine Lücke, die gefüllt werden muss, während die Kettenreaktion an sich schon läuft. Und wenn diese Lücke nicht rechtzeitig gefüllt wird, dann fällt ein Teil des aufgestellten Domino-Parcours nicht. In unserem Fall sieht das Ganze so aus, dass wir, um die Zirkusspannung und die Spannung der Domino-Challenge zusammenzubringen, uns das Konzept so ausgedacht haben, wie es da steht. Die Challenge besteht aus diesen beiden Säulen, über die zwei Drahtseile gespannt sind. Und die Aufgabe ist es nun, während diese Murmelbahn hier, dieses grün-gelb-rote Teil, wo die Murmel durchrollt, während das läuft, müssen die Aufbauer diese Lücke füllen. Dazu haben sie ungefähr 45 Sekunden Zeit und das Ganze ist eine ziemlich schwere Angelegenheit, weil eben über Draht gebaut werden muss. Wenn das Ganze nicht klappt, dann fällt dieses Endfeld mit dem Seiltänzer nicht, welches ungefähr 20.000 Steine alles in allem beinhaltet. Ja, das ist natürlich eine ziemlich schwierige Aufgabe. Das ist in der Tat eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben jetzt 2 Bauteams, also 2 mal 2 Leute, die wir als Favoriten festgelegt haben. Wir werden jetzt das Bauteam bestimmen, welches dann gleich die Ehre hat. Und es sind Alexander Stumpf und Tobias Demuth. Wow. Ja, wir wollen die beiden jetzt natürlich nicht einfach so auf ihren Challenge-Platz gehen lassen, sondern wir möchten erstmal ein Wörtchen mit ihnen reden und feststellen, wie es den beiden denn so nach dieser Entscheidung geht. Genau. Gibst du mir das?
Test mal, Alex, ob es läuft. Ja. Ja, also ihr habt jetzt gerade erfahren, dass ihr aus der Welt seid, um diese Lücke zu füllen. Wie sind die Gefühle? Ich meine, ihr habt sicher schon geahnt, waren ja nur 2 Teams zur Auswahl, aber was sagt ihr dazu? Naja, also meine Hände sind schon schwitzig und ich hoffe, dass mir die Steine später nicht aus den Fingern rutschen. Und du, Tobi? Ja, also ich bin überaufgeregt. Ja. Letztes Jahr beim CDT hat die Challenge nicht geklappt, da sind auch 17.000 Steine ungefähr nicht gefallen. Wir haben trotzdem einen Rekord aufgestellt, aber das war ein ziemlicher Schock. Ihr beiden, was würdet ihr sagen? Ist die Challenge schwieriger als letztes Jahr und werdet ihr das meistern? Seid ihr gut drauf? Also ich denke schon, dass sie schwieriger ist, weil es ja über 2 Drahtseile geht und das ist natürlich immer eine neue Herausforderung, aber wir sind top motiviert und das packen wir natürlich. Ja, dann das ist nicht schlecht. Dann ganz viel Erfolg von uns und toi toi toi. Ja. Ja. So. Von mir? Genau. Gar kein Problem. So, die beiden müssen jetzt irgendwie in diese kleine Manege da hinten in den Käfig reinkommen, in den sie gleich bauen werden. Das an sich ist eigentlich schon eine Challenge, eine Herausforderung. Aber ich denke, die beiden schaffen das, nur würde ich darum bitten, dass jetzt bitte ganz ruhig ist, wenn die beiden da reingehen, damit da auch unter gar keinen Umständen irgendwas schief läuft. Ja, dann würde ich sagen, erster Teil der Challenge schon mal gemeistert. Das gleiche aber, denke ich, wird auch alles bestens klappen und gut laufen. Ja, wenn man das jetzt so sich anguckt, diese Challenge, und darüber nachdenkt, dann denkt man natürlich erstmal, das ist das Allerhärteste aufzubauen und richtig schwierig. Aber ich kann sagen, auch der Rest, den wir hier in der Woche aufgebaut haben, das war manchmal nicht ganz einfach. Und da gab es ziemlich viele schreckliche Momente, zum Beispiel diese Wand hier, die über 2 Meter hoch ist, ist zweimal umgefallen. Und ja, um das Ganze nochmal jetzt zu zeigen, wie hart das war, haben wir noch ein kleines Video vorbereitet. Und da sieht man das mit der Wall auch nochmal. Ja, also dann noch einmal Film.
Okay. Und ja, jetzt haben wir den immensen Aufwand gesehen, der da drin steckt, und jetzt wollen wir trotzdem nochmal einen groben Überblick über das komplette Feld geben. Los geht es hier. Da stehen erstmal die Zuschauer für den Zirkus überhaupt an. Es gibt Popcorn. Und dann geht es hier rüber zum Projekt Clowns. Da ist dieses Feld in einer sehr speziellen Technik aufgebaut. Da musste auch jeder Stein von Hand gesetzt werden. Und die schwarzen Steine am Rand sind festgeklebt. Also fallen die Steine quasi gegen diese Steine. Und das Feld verschiebt sich dann quasi nicht. Diese normalen Felder verschieben sich ja immer. Aber hier bleibt alles so, wie es ist. Danach geht es hier rüber zum Dressurprojekt. Da haben wir hier eine Manege mit einem Tiger, einen Elefanten, der auf einem Ball tanzt und den dazugehörigen Heuballen. Und dann geht es auch schon in den hinteren Bereich der Halle, wo der Simon dann weitermacht. Genau. Hier hinten geht es nicht, wie man erwarten könnte, weiter mit dem Projekt hier, sondern erstmal mit dem Projekt Magie, Magic, das hier auf der linken Seite steht. Ja, da haben wir dem Titel entsprechend jede Menge Techniken eingebaut, die auf den ersten Blick vielleicht wie Magie wirken. Es geht los mit den Feldern hier, in denen die Buchstaben Magic erscheinen werden. Die sind anfangs noch nicht zu sehen, die werden letztlich erst erscheinen. Dann diese Fallwall da hinten mit dem Fragezeichen und dem Ausrufezeichen. Was da passiert, sage ich jetzt vielleicht noch nicht. Dann kommen hier weitere Spezialeffekte, wo ich auch jetzt noch nichts zu sage, das wird man dann sehen, wie das genau passiert. Wir werden auch einen Livestream auf der Kamera haben, wo das übertragen wird, wo man nochmal die Nahaufnahmen davon sieht. Ja, und dann kommt natürlich noch das große Feld. Was daran zu sehen ist, kann man auch noch nicht ganz genau erkennen, aber das Feld ist auf jeden Fall auch mit einer sehr speziellen Technik aufgebaut und wird mit einer sehr speziellen Technik umgeworfen. Da wird es sicherlich auch noch einen schönen Effekt geben. Ja, nachdem dann diese Fragezeichen-Wall hinten noch gefallen ist, läuft es dann endlich mit diesem Projekt hier weiter. Da fällt als erstes die Acrobatics Wall, die Akrobatik-Fallwand, Fallwall, genau, das ist eine Wand, wo die Steine dann nachher runterrieseln werden. Danach geht es hier rüber, da fallen zwei kleine Pyramiden und dann die große Wall, die man eben im Video gesehen hat, die so oft umgefallen ist im Vorhinein. Das ist eine sogenannte Ghetto Wall, die wurde mit der Ghetto-Technik gebaut. Das ist eine spezielle Technik, mit der man diese Walls aufbaut. Und mit dieser Technik ist diese Wall hier die höchste, die es jemals weltweit gab. Das ist der inoffizielle Weltrekord. Und dann kommt eben letztendlich, wie eben angekündigt, die Challenge. Da werden hier noch ein paar von den schwarzen Lines vorher fallen. Der größte Teil wird dann schon gefallen sein. Noch ein paar, damit sich die beiden Bauer vorbereiten können. Und dann geht es los, während der Ball rollt, müssen die beiden in 45 Sekunden die Challenge aufbauen. Ja, und wenn das dann klappt, natürlich das Endfeld am Ende. Ja, jetzt haben wir natürlich noch einige Sperren hier drin. Wir haben eben schon sehr viele entlöst, aber haben noch 6 Stück an der Zahl. 4 elektronische mit Schranken und 2 Lücken. Und da würde ich gerne Matthias noch bitten, mir zu helfen. Matthias? Wo bist du? Da vorne. Gut. Und da würden wir bitte auch um absolute Ruhe bitten, weil da wirklich eine falsche Bewegung wirklich hier fast alles zerstören kann. Und das wäre sehr nett, wenn Sie uns da unterstützen würden. Durch diesmal keinen Applaus. Ja, währenddessen schalten wir dann auch die Kameras ein und ja, danach kann es dann auch schon fast losgehen.
Das wirft uns gerade alles durcheinander. Der Special Guest ist nun doch da. Wir haben gerade die erfreuliche Nachricht bekommen und jetzt würde ich mal sagen, wenn das geht, schalten wir mal live nach draußen. Hallo Leute, habt ihr alle noch Spaß? Jetzt kannst du mir noch machen. Hello, I'm the world famous and very cool clown Tim. And I have seen every circus in the world, and now I heard there was a big circus too over here, so I could not miss it. And to Wenn ich kurz übersetzen kann. Er sagt, er ist der große Clown Tim. Und er war schon in jedem Zirkus auf der ganzen Welt, in jeder Vorstellung war er dabei. Und er hat gehört, dass es heute hier auch einen Zirkus gibt. Deshalb ist er extra noch angereist, um hier dabei zu sein. And of course I could not travel without a present, so I stole the head of our manager and I give it to you for the show. Maybe you can do something with it. Also er konnte natürlich nicht ohne ein Geschenk kommen, deshalb hat er für uns vom Zirkusdirektor, von seinem Stammzirkus, den Hut gestohlen und uns mitgebracht. Und ja, mit dem können wir jetzt anstoßen. Dann bitte ich jetzt Frau Schulten, die Schulleiterin, hierher, damit wir gleich den Anstoß geben können. Ja, dann können wir jetzt den Countdown starten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Darf man klatschen, darf man nicht klatschen, was damit? Aber wahrscheinlich Absicht.
Der Heu rein. Die ganze Zeit ein bisschen Abstand.
Challenge. Vielen Dank. Leider hat es am Ende dann nicht ganz gereicht, aber ich glaube, es war schon wieder ziemlich schwer und ja, da kann man nichts machen. Ansonsten hat es aber, würde ich sagen, ziemlich gut funktioniert. Es sind ein paar Steine stehen geblieben, aber ich denke mir, das werden wir ziemlich schnell gezählt haben. Das machen wir jetzt. Währenddessen gibt es hier ein bisschen Live-Musik. Und währenddessen haben Sie noch die Möglichkeit, kurz nach draußen zu gehen, ein bisschen zu verschnaufen. In 10 Minuten haben wir dann ein Ergebnis. Dankeschön. Ja, also wir haben jetzt auch die offizielle Zahl. Ist das gesamte Team hier? Kommen wir alle nach vorne? Ich würde sagen, alle zusammen. Auch Techniker, alle. Okay. So. Bin ich an? Ja, bin ich. Ja. So, ich würde sagen, wir können stolz bekannt geben als allererstes, wir haben einen neuen Rekord. Und 177.414. Okay, jetzt kommen noch ein paar Danksagungen und wir würden Sie bitten, auch jetzt noch nicht hier durchzulaufen, damit wir das Bett nachher besser aufräumen können. Ja? Ach so, ja, hätte ich fast vergessen. Hier steht noch was, genau. Wir haben noch das Endfeld und die beiden Challenge-Bauer dürfen das gleich noch in Gang setzen. Vielleicht setzen wir uns am besten hin. Wir setzen uns vielleicht auch vorsichtig ein bisschen hier rüberkommen und ein bisschen gucken. Okay. Wollen wir keinen Vorenthalten. Ja. 3, 2, 1, los! Genau wie das.
paar andere Steine hier? Ja. Okay. Noch ein paar andere Steine stehen hier noch, oder? Können wir eigentlich auch noch kurz umschmeißen, oder? Ja. Ja, am besten von den Leuten, die es noch aufgebaut haben. Okay. 3, 2, 1, los! Okay, dann denke ich mal, kommen wir jetzt noch zu den Danksagungen. Unser Dank geht an Ulrich und Sabine Frei. Mehr als sie eigentlich hätten müssen tun. Ja, dann natürlich noch Frau Schulten-Willius, die Direktorin hier der Schule, die uns Jahr für Jahr die Halle zur Verfügung stellt, das schon seit 5 Jahren, und ohne die allgemein dieses ganze Event, diese 5 ganzen Events überhaupt nicht möglich gewesen wären. Dann noch Christian und Maria Lampen, die die Dominosteine produziert haben und uns damit sehr unterstützt haben. Vielen Dank auch daran. Unsere Eltern verstehen sich natürlich von selber, die sind immer dabei das ganze Jahr, die geben Ratschläge, machen alles, was dazugehört, und ohne die wäre es auch nicht möglich gewesen. Eva Wigger hat unsere teaminterne Band von außen unterstützt und das zum Nulltarif, und ja, vielen Dank auch hierfür, dass wir tolle Musik hatten. Dankeschön. Die Fähigkeit, kann ich sagen, im Video haben wir noch wen vergessen, das kommt jetzt aber noch. Das ist die Presse, die stand da gerade schon, und zusammen mit der Presse danken wir dann auch noch Herrn Burbach, einem Lehrer unserer Schule, der für die Pressearbeit zuständig ist und der hier das überhaupt erst möglich gemacht hat, dass hier überhaupt irgendwelche Zeitungen oder so anwesend sind, die uns natürlich auch weiter bekannter machen, und dafür auch nochmal einen Dank. Und dann noch nicht zu vergessen, der Alex, der für uns die Challenge gebaut hat. Sie war letztendlich ein bisschen schwer, aber das war nicht sein Fehler. Und eine letzte Sache noch von mir. Es wäre wirklich toll, wenn Sie nicht durch die Steine durchlaufen könnten. Sie können gerne hier vorne bleiben und dort gucken. Sie können über die Bank steigen, solange Sie nicht in die Steine. Sofort. Also wenn Sie nicht in die Steine steigen, Entschuldigung. Wenn Sie nicht in die Steine steigen, weil wir das dann besser aufräumen können. Und das Video wird auf YouTube bald veröffentlicht. Man kann es finden unter CDT 2012, wenn man das eingibt. Und über einen Daumen hoch würden wir uns freuen, oder über einen Kommentar, das wäre wirklich nett. Danke. So, ich darf Sie bitten, mir vielleicht noch ein paar Minütchen zuzuhören. Ich denke, es muss auch noch ein bisschen was hier über die Jungs und die Mädels gesagt werden. Als der Simon und der Niklas waren das, glaube ich, 2008 zu mir kamen und nach der Halle gefragt haben, da habe ich erstmal gedacht, ja, warum sollten sie das nicht tun? Im Nachhinein, habe ich eben schon gesagt, war das eine klassische Win-Win-Situation, wie man in der Wirtschaft sagt. Die Jungs hatten die Möglichkeit, ein paar mehr Steine aufzubauen, als sie das bisher schon gemacht haben. Die Eltern hatten die Jungs aus ihren Häusern raus, die nämlich bis dahin in der Küche und wo auch immer die Steine aufgebaut haben. Und die Schüler haben einfach das schönste Event des Jahres hier an die Schule bekommen. Also von daher war das eine wunderbare Idee. Mit 70.000 haben angefangen, heute waren es 200.000. Eben hat mich eine Redakteurin gefragt, wann haben die denn aufgebaut in den 2 Wochen? Morgens oder nachmittags? Da habe ich gesagt, die haben hier an der Schule gelebt. Die haben hier an der Schule gelebt. Die sind gar nicht nach Hause gegangen. Die haben hier geschlafen, die haben hier geduscht, die haben hier gefrühstückt, die haben gekocht. In unserer Essbar sind die Tische zusammengerückt worden. Die haben immer mit 23 an einem großen Tisch gesessen und gegessen. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis. Und wenn Sie eben an das Video denken, wo gezeigt wurde, wie diese Wand zweimal runtergefallen ist, oder wenn Sie eben, wie auch gesehen haben, als das mit der Challenge nicht geklappt hat, sowas wie hier in den 2 Wochen
dieser Zusammenhalt und dieses immer wieder Trösten und keinem was übel nehmen, da kann man mehr lernen als in 2 Wochen richtiger Schule, finde ich. Ich lasse in den letzten 1,5 Wochen, seit ich wieder hier in der Schule bin, so etwas miterleben und ich finde das total gut. Ich finde das einfach klasse, wie die das machen. Und von daher finde ich, soll auch nochmal der Name eines jeden und vielleicht auch der Ort, wo er herkommt, denn es sind ja inzwischen nicht mehr nur Leute, ich versuche es auch mit dem Schweizer. Ich habe mir gedacht, Sie sind annähernd in alphabetischer Reihenfolge und ich hoffe, ich kann Niklas Schrift so einigermaßen lesen, dass ich vielleicht immer 2 Aufrufe sage, wo die herkommen, die kommen dann hier vorne hin und dann applaudieren sie. Wir haben den Jonathan Bahr aus Laboe, das ist ganz im Norden, und den Alexander Bahr aus Köln. Dann als nächstes, das ist hier sehr Alexander dominiert, den Alexander Dings aus Saarbrücken und den Tobias Demuth aus Stuttgart. Dann haben wir den Alexander Wosch aus Köln und den Matthias Heinzelmann aus der Schweiz, aus Uetikon am See. Dann geht es weiter, ich muss mein Holländisch bemühen, das kann ich auch nicht so gut, mit Marcel Kamps aus Degensvaart in den Niederlanden, so ähnlich. Und der Davy van Meegeren aus Dordrecht. Der Fabian Raspel aus Mülheim an der Ruhr und der Thomas Schäfer aus Köln. Der Timo Schäfers aus Lippstadt und die Johanna Schulz aus Köln. Dann kommen der Nils Schlichting aus Kutenholz, wo auch immer das sein mag. Nils, wo ist das? Bremen. Hamburg und Bremen und der Alexander Stumpf aus Würzburg. Der Simon Stumpke und der Niklas Tung, beide aus Köln, Gewächse der LFS. Tim Weißker aus Bamberg und Fabian Wiesbruck aus Köln. Und jetzt kommen noch, das ist jetzt nicht mehr alphabetisch, die Adriana Hering aus Köln, der Tobias Nels aus Köln und der Sebastian Frey. Ich möchte keinen herausheben, aber ich möchte mich aus gutem Grund bei einem nochmal ganz besonders bedanken und das ist beim Niklas Tump. Der Niklas Tump ist einer der Gründungsmitglieder dieser Bande, war immer dabei und hat dieses Jahr Abitur gemacht, verlässt jetzt die Schule, man weiß nicht, was so wird, wo er letztlich hinkommt, ob er dabei bleiben will, er will das unbedingt.
er will das unbedingt, aber man weiß ja nicht, wie das Leben so läuft. 5 Jahre lang mit gekümmert und mit initiiert, stellvertretend für alle nochmal ein besonderer Applaus für den Niklas. So, ich lade euch ein. Das wird jetzt mit den Auswärtigen etwas schwierig, da müssen Simon und Niklas und ich mal überlegen, wie wir das machen. Passend zum Thema Zirkus. In Köln gastiert im Moment ein sehr schöner Zirkus im Rheinauhafen. Der Cirque Bouffon heißt das, das ist sowas wie der Cirque du Soleil. Da würde ich euch gerne hin einladen. Ihr müsst gucken, dass ihr einen Termin findet. Es geht noch bis Mitte September. Für die anderen habe ich schon mal geguckt, in welcher Stadt der Zirkus Roncalli gastiert oder der Cirque du Soleil. Also wir kriegen das alle hin. Wir kriegen das hin, dass ihr alle in den Zirkus geht. Ja, und ich hoffe natürlich, dass das noch viele, viele Jahre hier so weitergehen kann und auch viele kleine Nachfolger dann vielleicht noch gibt, die da immer nachrücken. Eventuell könnte unsere Halle irgendwann zu klein sein, aber mal abwarten. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Ihnen allen und euch besonders, wir müssen noch aufräumen. Aber ansonsten morgen ein schönes letztes Ferienwochenende. Danke für Bevor jetzt alle die Halle verlassen, ich glaube, ein ganz großer Dank von unserem Team müssen wir doch loswerden. Und zwar an Simon Stümpel, Niklas Thom und Thomas Schäfer, die Stunden aufgewendet haben im Vorhinein, um dieses Event überhaupt möglich zu machen. Ach ja, Alexander Gursch wurde mir auch noch gesagt. Tut mir leid. Und wie gesagt, das Event wirklich auch gar nicht möglich geworden. Gute Heimreise, tschüss und auf Wiedersehen. Okay. Warte, ich muss ja erstmal nach Hause fixen. Oder if he forgot to... Was machst du denn? Achso, du hast mir Zeiten gehen sollen. Ich muss mich erst ein bisschen aufregen. Ach so, Ich ja. war noch gar nicht mal lauter. Das war schon zu viel. Hallo, ich bin der Niklas. Langsam gehen, nicht langsam sprechen. Du läufst mir so vor, das ist scheiße. Obwohl, dann wirkst du größer. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, oder... Mann, ey! Jetzt kommt, sorry, das ist halt so bei mir. Jetzt folgt noch ein Video über den Tagesablauf von CDT oder Viel gegrinst, aber... Ah nein! Komm, jetzt kommt noch ein Video. Jetzt folgt ein Video über den Kick. Jetzt folgt ein Video über den Kick. Nein! Jetzt folgt ein Video über den Tagesablauf. Okay, das jetzt. Ich sag ja, wir müssen den Satz ändern, dann schaffst du es sofort. Jetzt kommt ein Video ab. Ja, okay.